der Märtyrertod zwischen der Wahrheit und der Behauptung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner ehrwürdigen Schrift sagt, und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Nun zum Thema. Das Gesetz Allahs des Majestäten erfordert, dass Allah von seinen Anbetendiener diejenigen auserwählt, die er will, indem er ihre Rangstufen erhöht, ihnen gegenüber großzügig ist und ihnen von seinen Barmherzigkeit und Gaben verleiht. Zweifelsohne ist der Märtyrertod die höchste Rangstufe der Auserwählung, die Allah der Erhabene einem Anbetendiener verleiht. Der Gepriesene sagt, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der will mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat, welche gute Gefährten jene sind. Es sagt weiter, damit Allah diejenigen, die Glauben kennt, und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Allah der Erhabene zeichnet die Märtyrer zahlreiche Vorzüge aus, wie etwa die Ehre ihres Ranges bzw. ihrer Stufe und ihre großartige Belohnung. Der Erhabene sagt, und die Zeugen vor ihrem Herrn, sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht. So wie großartig ist die Ehre und wie groß ist dieser Lohn und wie ihnen das Licht vorauseilt. Masruq, Allah erbarme sich seiner, sagte, diese Rangstufe ist nur für die Märtyrer. Was auch die Großartigkeit dieser Ehre und Rangstufe beweist, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, nach dem Märtyrertod auf Allahs Weg strebte, um sich diese höhere Rangstufe zu erfreuen. Der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, ich wünsche mir, dass ich auf Allahs Weg getötet, dann wieder belebt, dann getötet, dann wieder belebt, dann getötet, dann wieder belebt werde. Dies belegt die Großartigkeit der Belohnung, die Allah der Majestäte für die Märtyrer bereitstellt, wie zum Beispiel, die Märtyrer sind bei ihrem Herrn lebendig und werden versorgt. Ein Leben ist aber unserem Leben nicht ähnlich. Vielmehr übertrifft das Begreifen der Menschen. Darüber hinaus bleiben die Märtyrer im Geständnis der Umma lebendig und lebt ihre Erinnerung im Laufe der Zeiten und Jahre. Der Erhabene sagt, und sagt nicht ja von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Jabir ibn Abdullah, möge Allah auf ihnen beiden Wohlgefallen finden, sagte, der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, ging bei mir vorbei und sagte zu mir, O Jabir, warum siehst du so niedergeschlagen aus? Ich sagte, O Allahs Gesandter, mein Vater ist als Märtyrer getötet und hat hinter ihm Kinder und Schuld hinterlassen. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, würde ich dir eine frohe Botschaft über den Ausgang deines Vaters mitteilen? Er sagte, ja, O Allahs Gesandter. Er sagte, Allah spricht zu keinem menschlichen Wesen zu, es sei denn hinter einem Vorhang. Allah machte deinen Vater aber wieder lebendig und sprach zu ihm direkt, das heißt ohne Vermittler oder ohne Verhang. Allah machte deinen Vater aber wieder lebendig und sprach zu ihm direkt, das heißt ohne Vermittler oder Vorhang, indem er sagte, O mein Anbetendiener, wünsch dir einen Wunsch und ich lasse es verwirklicht werden. Da sagte dein Vater, O mein Herr, mach mich wieder lebendig, auf dass ich auf deinem Weg nochmal getötet werde. Der Majestäte sagte, ich habe es so vorbestimmt, dass sie ins Diesseits nicht zurückkehren. Dann wurde dieser Koranvers geoffenbart, in dem es heißt, und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Zu den Vorzügen gehört auch, was der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, von den großartigen Gaben Allahs des Majestäten für die Märtyrer kündigte,
in dem der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Der Märtyrer erhält von Allah 6 Vorzüge, nämlich er wird bei seinem ersten Blutschwall vorgegeben, er sieht seinen Platz im Paradies, er wird von der Grabenqual gerettet, er wird vor dem größten Schrecken geschützt, er zieht sich den Glauben an, er verheiratet sich mit Huris, mit großen, schönen Augen, und er hat Fürsprache für 70 Personen seiner Verwandten. Der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte auch: Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, kommt jeder, der auf Allahs Weg getötet wird, und Allah weiß es am besten, wer auf seinem Weg getötet wird, am Tag der Auferstehung, während seine Farbe wie das Blut und sein Geruch wie der Moschus ist. Wir betonen hier also, dass diese großartige Rangstufe, die Allah der Majestät für die Märtyrer bereitstellte, nur der wahre Märtyrer erhält. Denn es gibt einen wahren Märtyrer, es gibt aber auch Toter des Unwahren. Der wahre Märtyrer ist derjenige, der seine Heimat gegen jeden Überfallenen verteidigt und seine Seele dafür ausgibt, um auf Allahs Weg das Land zu schützen und die Bürger zu hüten. Denn die Heimat und die Menschenwürde sind in derselben Rangstufe der Seele, der Religion und des Vermögens. Sie gehören also zu den allgemeinen Hauptzielen der Scharia, auf deren Bewahren unsere Religion betont. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wer wird während Verteidigung seines Vermögens getötet, ist Märtyrer. Und wer wird während Verteidigung seiner Familie, seines Bluts oder seiner Religion getötet, ist auch Märtyrer. Ein Mann kam zum Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, und sagte: O Allahs Gesandter, wie verhalte ich mich, wenn ein Mann zu mir kommt und sich mein Vermögen aneignen möchte? Er erwiderte: Gib ihm dein Vermögen aber nicht. Da sagte der Mann: Wie wäre es denn, wenn er mich bekämpft? Der Prophet erwiderte: Dann bekämpfe ihn. Da fragte der Mann: Wie würde ich mich dann verhalten, wenn er mich tötet? Wie würde es denn sein, wenn er mich tötet? Da beantwortete der Prophet: In diesem Fall bist du Märtyrer. Dann fragte der Mann weiter: Und wie ist es denn, wenn ich ihn töte? Da sagte der Prophet: Er geht dann ins Höllenfeuer. Was aber den Toten des Unwahren betrifft, der das Blut unschuldiger Menschen vergießt, die Bürger des Heimatlandes erschreckt, deren Sicherheit bedroht, Korruption und Chaos im Land zu verbreiten versucht und die sicheren Menschen durch Selbstmordaktionen und terroristische Taten terrorisiert, die weder von der Religion anerkannt noch von einem Geist angenommen werden, wird nicht als Märtyrer angesehen, und was das betrifft, dass man ihn als Märtyrer bezeichnet, ist eine falsche Behauptung. Die am 23. Februar 2019 abgegebene Erklärung von Al-Azhar Sharif widerlegt einige der Behauptungen der Terroristengruppen, und zwar die Märtyrer seien diejenigen, die ihre Heimat gegen jeden Angreifer verteidigen und ihr Leben dafür ausgeben, um ihr Land, ihre Himmel, ihre Bürger und alle, die auf ihrem Land leben, zu schützen. Nicht diejenigen, die die Menschen ihrer Heimat terrorisieren, ihre Sicherheit bedrohen und nach Verbreitung von Korruption und Chaos in der Region streben. Es ist auch nicht verborgen, dass eine der Pflichten eines Muslims darin besteht, seinem Land loyal und liebevoll zu sein und ihn mit all seinen Worten und Taten zu schützen und zu verteidigen, und dass die Liebe der Heimat zum Glauben gehört, sowie dass dies durch den islamischen Glauben und der Sunna unterstützt wird. Vielmehr sind darüber die Inhaber der gesunden Veranlagung und des richtigen Verstands einig. Das ägyptische Fatwa-Amt hat viele Fatwas herausgegeben, die solche Taten als terroristisch bezeichnen, und dass es sich um eine Form des Selbstmords handelt, die eine der größten Sünden bei Allah darstellt, da wer dies tut, ist unwissend und unterstellt sich selbst im Tod. Allah sagt: Und tötet auch
und tötet euch nicht selbst gegenseitig. Unser Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer sich selbst mit einem Eisenstock tötet, der geht ins Höllenfeuer, während das Eisenstock in seinem Bauch liegt und bleibt im Höllenfeuer ewig. Imam al-Nawawi gliedert für diesen Hadith ein Kapitel in seiner Erklärung für Sahih Muslim mit dem Titel Das schwere Verbot des Selbstmordes sowie wer sich selbst mit etwas tötet, der wird damit im Höllenfeuer gequält. Solche Menschen betrifft das Wort des Erhabenes, soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für schön befindet. Wir bestätigen hier, dass diejenigen, die solche Selbstmordtaten durchführen, den extremen Richtungen mit deren Meinungen folgen, die die Gesellschaft für ungläubig und das Blut der Bürger für erlaubt halten. Die Verwendung von Mitteln zum Bomben, zur Zerstörung, zum Mord und zum Selbstmord ist von der Scharia her komplett verboten und es besteht darin keine Meinungsverschiedenheit, da dies alles gegen die Bestimmungen der Scharia verstößt, die vorschreibt, dass die Seele, die Heimat, das Vermögen bewahrt werden müssen, sowie dass die Zerstörung des Menschen durch sich selbst, die Verlust seiner Seele oder der Angriff auf das Leben der anderen und die Verderbnis auf der Erde sind von der Scharia her verboten. Der Islam hat auch die Heiligkeit des Bluts und die Notwendigkeit seiner Bewahrung nachdrücklich bestätigt. Das zeigt sich dadurch, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, während seines zusammenfassenden Predigts während der Abschiedswallfahrt mit den folgenden Worten einleitete: Ihr Blut, ihr Vermögen und ihre Würde sind euch verboten, genauso wie es euch dieser Tag in eurem Land in diesem Monat verboten ist. Ihr werdet euren Herr treffen und er wird euch nach euren Taten fragen. So kehrt nach mir nicht zum Unglauben zurück, indem ihr einer von euch dem anderen enthauptet. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, man ist immer noch im Rahmen seiner Religion, sofern man kein verbotenes Blut gegossen hat. Abdullah ibn Umar, möge Allah auf ihn in beiden Wohlgefallen finden, sagte, ich sah den Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, die Kaaba Rundlauf machen und sagen, wie schön bist du und wie schön ist dein Geruch, wie großartig bist du und ist deine Heiligkeit, bei dem, in dessen Hand die Seele Muhammads liegt, die Heiligkeit des Gläubigen, dessen Vermögen und Blut ist bei Allah großartiger als deine Heiligkeit. Der Islam verbietet das Töten der Seele, die Allah verbot, außer aus einem rechtmäßigen Grund, indem der Erhabene sagt, und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. Ich bitte Allah dann für mich und für euch um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Um die größten Ziele zu erreichen und die größten Zwecken in diesem Leben zu erhalten, sind Opfer erforderlich, die den Zielen der Ehre und dem Adel der Ziele angemessen sind. Und auf der Spitze der Opfer kommt Selbstaufopferung auf dem Weg Allahs, zur Verteidigung des Heimatlands, dessen Ehre und Würde. Wenn wir an den Tag des Märtyrers erinnern wir uns auch an diejenigen, deren Geister zu Allah aufgestiegen sind und sein Wohlgefallen gefunden haben, nämlich die Helden der Streitkräfte und Polizei, aber auch die anderen ehrenhaften Patrioten, die sich mit den Kräften gegen den Terrorismus und das Übel kämpfen. Diese Märtyrer sind die wahren Märtyrer und es gibt gewaltigen Unterschied zwischen der Wahrheit und der Behauptung. Denn diese Helden sind diejenigen, die den Geist der Würde, Ritterlichkeit, des Stolz und der Anständigkeit wiederbelebt und Ägypten Ehrenrang und Ehrenrespekt bewährt haben. Die Beschützer des Heimatlands machen sich immer noch dem brutalen schwarzen Terrorismus und den geehrten und ehrenden Takfir-Gruppen gegenüber. Und wir sind sicher und zuversichtlich, dass Allah der Erhabene ihnen den Sieg verleiht.
Wir wünschen uns den Märtyrertod auf dem Wege Allahs und der Heimat. Warum nicht? Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer Allah wahrhaftig um den Märtyrertod bittet, den lässt Allah die Rangstufe der Märtyrer erfreuen, selbst wenn er in seinem Bett stirbt. In dieser Phase unserer lieben Heimat ist es unsere Pflicht, das Land vor jedem Feind zu schützen und zu verteidigen und seine Sicherheit und Stabilität zu gefährden, sowie alles zu tun, um den Aufbau bzw. Wiederaufbau fortzusetzen. Unsere Religion ist die Kunst des Produzieren des Lebens und die Religion des Aufbaus und nicht Korruption oder Vandalismus. So müssen wir uns zusammen entschließen, um jeden abzuschrecken, der sich verleiten lässt, gegen unser Heimatland dreist zu sein, das von verschiedenen Plänen umgeben ist, die erzielen, Ägypten, sein Land und sein Volk zu zerstören. Die aufrichtigen Söhne Ägyptens stehen aber vor ihnen und geben ihr Leben, Blut, Geld aus, um das Land zu verteidigen und zu schützen. Ihr Leben, ihr Blut und ihr Eigentum zur Verteidigung und zum Schutz ihres Landes, denn Ägypten ist der Schild des Arabismus und das Herz des Islam. Demnach ist die Verteidigung Ägyptens eine schariatische Pflicht und ein religiöses Recht. Wenn Ägypten besiegt wird, bedeutet das, den Islam zu schädigen und die Muslime in den übrigen Ländern zu schwächen. So, lasst uns alle zusammenstehen, um es vor der Verderbnis, vor der Arglist und vor dem Hass zu verteidigen. O Allah, verleih uns die Ehre des Märtyrertods auf deinem Weg und lass uns zu dienen aufrichtigen Anbetenden Diener gehören und schütze unsere Länder vor jedem Übel.